Willkommen beim Meilencoach. Heute nehme ich euch auf einen besonderen Flug mit. Es geht von München nach Tokio Haneda in der Lufthansa Business Class im Airbus A350-900. Ich zeige euch ausführlich, was Lufthansa und ihre Crew auf diesem 12 Stunden langen Flug ihren Business Class Gästen bieten. Wir werfen einen Blick in alle 3 Kabinen und zeigen besonders gute Plätze. Dabei gehe ich natürlich ausführlich auf den Sitz, das Entertainment und das Menü auf diesem langen Business Class Flug ein. Überdies verrate ich euch, was sich in diesem hübschen Oktoberfestherz verbirgt und was sonst noch alles passiert und erwähnenswert wäre. Natürlich verrate ich euch, wie ich diesen Flug buchen konnte und was er mich gekostet hat. Last but not least nehme ich euch noch kurz in eine Senator Lounge am Münchner Flughafen mit. Bei mir erfahrt ihr immer offen und ehrlich, was gut lief und wo es Verbesserungspotenzial auf den von mir getesteten Flügen und Lounges gibt. Denn all meine Reisen sind selbstfinanziert, daher bin ich vollkommen unabhängig. Viel Spaß und gute Unterhaltung! Willkommen beim Meilencoach. Ich stehe hier vor dem Lufthansa-Schalter, dem Flug LH714 von München nach Tokio. Es geht jetzt gleich los in der Business Class in einem Airbus 350-900. Leider noch in der alten Konfiguration 222 in der Business Class, aber ich denke, ich bin sehr gespannt, was so auf diesem Flug passieren wird und was Lufthansa sich einfallen lässt, um die Zeit bis zur Allegris-Einführung ganz breit zu leisten, damit man sich auch wirklich wohlfühlt. Bin auch gespannt, ob es Auflagen geben wird in der Business Class, weil wir fliegen in über 12 Stunden. Und es gibt sowohl ein westliches als auch ein japanisches Menü. Mal schauen, wofür ich mich entscheide. Eigentlich sollten wir schon um 12:40 Uhr abfliegen. Jetzt ist die Zeit 13:25 Uhr. Ist natürlich nicht schön, aber gut, Ankunftszeit soll eigentlich 8 Uhr früh sein, somit kommen wir ein bisschen später. Ist es auch kein Drama, oder vielleicht holen wir auch noch ein bisschen was auf dem Flug. Hier ist die schöne A350-900, die uns jetzt gleich von München nach Tokio bringen wird. Die Business Class soll fast ausgebucht sein. Die Strecke von Deutschland nach Tokio ist meist gut gebucht, aber ich war in der glücklichen Lage, ein Prämienticket dafür zu bekommen. Mehr dazu später. Wenn ich vorher gewusst hätte, dass der Abflug verspätet sein würde, hätte ich noch etwas mehr Zeit in der Senator Lounge verbringen können, die ich euch jetzt noch kurz zeige. Es handelt sich um die Lounge in Terminal H im Non-Schengen-Bereich. Die Räume sind edel, stylisch und großzügig gestaltet. Sowohl Privatreisende wie Geschäftsleute fühlen sich hier wohl. Bis 12 Uhr gibt es noch das Frühstücksbuffet. Danach wird das deutlich interessantere Mittagsbuffet mit mehreren warmen Speisen aufgebaut. Da ich zur Oktoberfestzeit abgeflogen bin, gibt es auch einen Stand mit bayerischen Schmankerln. An der Bar gibt es einen gut gemixten Spritz und natürlich auch Kaffeespezialitäten. Zugang mit Star Alliance Gold oder mit der Amex Platinum Karte in Verbindung mit einem Business Class Ticket der Lufthansa Gruppe. So, jetzt schnell zum Boarding. Das lief übrigens ziemlich geordnet und flott. Zuerst gingen alle Hilfsbedürftigen an Bord, dann die Gäste der Business Class bzw. Senatoren und Hons. Der Airbus A350 der Lufthansa bietet Platz für 293 Passagiere, 48 in der Business Class, 21 in der Premium Economy und 224 in der Economy. Ich sitze heute auf dem Platz 2K, ein prima Platz, weit vorne, aber doch ein wenig Abstand zur Bordküche. Hier zeige ich euch die Hauptkabine der Lufthansa Business Class im A350-900. Hier sind 6 Reihen in einer 2-2-2-Konfiguration angeordnet und somit Platz für 36 Passagiere. Hier seht ihr meinen Platz in der zweiten Reihe. Ich empfehle die Plätze an der Seite mit Blick aus dem Fenster. Wenn man alleine reist und öfters aufstehen mag, dann ist ein Gangplatz vorteilhaft. Die Kabine ist luftig und wirkt großzügig, bietet aber wenig Privatsphäre. In den Gepäckfächern ist ausreichend Platz für das Handgepäck. Werfen wir noch einen Blick in die zweite, kleinere Business-Kabine mit nur 2 Reihen und 12 Plätzen. So, noch ein Blick in die Premium Economy, die in einer 2-3-2-Konfiguration verbaut ist und kaum von der Economy abgetrennt ist. Man nutzt daher auch die gleichen Toiletten. Besonders viel Platz bietet die erste Reihe, also die Reihe 12. Auch die Economy wirkt stylisch und luftig und es sind blaue, grau, Weißtüren gehalten. Die Sitze sind in einer 3-4-3-Konfiguration angeordnet. Vor allem die Plätze in der Reihe 16 und die Sitze 18C und 18H bieten viel Beinfreiheit und sind daher vorzuziehen.
Weiterhin sind auch die Plätze in der Economy in Reihe 27 am Rand und 28a und K mit viel Beinfreiheit ausgestattet. So, sehen wir uns nun meinen Platz 2K genauer an. An meinem Platz befinden sich schon einmal Slipper und eine Sitzauflage, die das Schlafen deutlich angenehmer machen sollte. Außerdem haben wir ein Amenity-Kit in Form eines Herzens, sehr passend zur Oktoberfestzeit. Auf dem Platz liegt ein großes, flauschiges Kissen und eine frische Decke von dickerer Qualität. Am Kopfteil sehen wir das frische Tuch mit dem Lufthansa-Emblem und eine Leselampe. Es ist großzügig Platz für zusätzliches Handgepäck, das man bequem unter der Fußablage unterbringen kann und man so schnell Zugriff darauf hat. Die Kopfstütze lässt sich individuell in der Höhe einrichten. Überdies kann man die Seiten so anpassen, dass man sich gut anlehnen kann. Auch die Leselampe lässt sich individuell ausrichten. Der Sitz lässt sich mit der Kontrolleinheit in der Armlehne recht schnell in ein flaches 1,98 m langes Bett verwandeln. Auch sämtliche Zwischenpositionen sind möglich, sodass man stets bequem sitzt. Der Sitz weist eine Breite von 51 cm auf, sodass man sich nicht eingeengt fühlt. Wenn man liegt, dann bietet die Sitzschale einen gewissen Sichtschutz zum Nachbarn, sodass man etwas Privatsphäre empfindet. Mit diesem großen Kissen und der flauschigen Decke kann man es sich gemütlich machen. Was beinhaltet nun dieses Herz? Es ist das Lufthansa Oktoberfest Amenity Kit. Sehr passend gewählt. Man findet dort Strümpfe, Hauben für den Kopfhörer, Ohrstöpsel, Zahnbürste und Zahnpasta, eine Gesichtscreme und ein Lipbalm. Letztere sind ja ganz nett, ich nutze aber lieber das Glow Complex Serum von The Skin Ambassadors. Ich teste dieses Serum seit einigen Monaten und bin davon absolut überzeugt. Sowohl im Alltag als auch im Flugzeug erhält meine Haut viel Feuchtigkeit und fühlt sich unglaublich gepflegt und glatt an. Zusätzlich empfinde ich eine angenehme Straffung. Gerade in der trockenen Kabinenluft ist diese extra Portion Feuchtigkeit sehr angenehm und sofort spürbar. Dabei habe ich auch das gute Gefühl, dass das Glow Serum frei von bedenklichen Stoffen ist und dies auch von einem unabhängigen Schweizer Labor bestätigt wurde. Das ideale Geschenk für euch selbst oder einen lieben Menschen. Als Unisex-Produkt ist es absolut frei von Geruchsstoffen oder Parfums. Mit dem Gutscheincode MeilenCoach15 erhaltet ihr als meine Follower exklusiv 15% Rabatt auf eure gesamte Bestellung. Ihr könnt den Online-Shop unter www.theskinambassadors.de finden. Alle Details findet ihr auch in der Videobeschreibung. Mit dem Kauf von The Glow tut ihr nicht nur etwas Gutes für eure Haut, sondern unterstützt auch ein sympathisches Familien-Startup mit einem kompromisslosen Qualitätsversprechen. Viel Freude mit diesem besonderen Pflegeprodukt. Zeit für ein Aperitif. Ich habe den Signature-Cocktail der Lufthansa gewählt, den Avionic. Leicht herb und auch fruchtig süß auf Eis. Eine durchaus gelungene Mischung. Dabei werfen wir doch einen Blick in die ansprechend gestaltete Menükarte. Zunächst fällt auf, dass man zwischen einem westlichen und japanischen Menü wählen kann. Letzteres ist für die vielen japanischen Gäste auf diesem Flug reserviert. Bei den Vorspeisen kann man unter Vitello Tonato, konfierten Garnelen und Burrata mit Tomaten wählen. Bei den Hauptgerichten werden Short Ribs und gebratener Heilbutt angeboten. Bei den Desserts kann man die Käseplatte, eine Vanillemousse-Törtchen und frische Früchte genießen. Klingt nicht schlecht. Ich werde versuchen, euch möglichst viel davon zu zeigen. Vor der Landung wird dann entweder ein Bauernfrühstück oder Kaiserschmarrn mit Vanillesoße serviert. Mal sehen, wonach mir nach dem langen Flug sein wird. Bei den Getränken gibt es gewohnt gute Auswahl. Champagner und ausgewählte Weiß- und Rotweine. Wie ihr es von mir kennt, mache ich eine Weinprobe für euch. Ich habe es mir schon mal bequem eingerichtet und fühle mich wohl. Checken wir mal das Entertainment. Kopfhörer sind von AKG. Sie sind eher klein und sitzen damit eher auf dem Ohr. Sie sind Noise Cancelling und haben einen guten Klang. Ich bin zufrieden. In der Zwischenkonsole recht weit unten sind die Buchsen zum Aufladen der mobilen Geräte. Etwas unpraktisch und mühsam. Mit dieser Fernbedienung kann man den Monitor steuern, der ja ein Stückchen entfernt ist. Auf der über 11.000 Kilometer langen Strecke kann man den Flug gut mitverfolgen und das Film- und Musikprogramm ausgiebig testen. Der Bildschirm ist berührungsempfindlich, hat eine gute, wenn auch keine HD-Auflösung. Er lässt sich seitlich verschieben, wenn man möchte. Er reagiert prompt auf Berührungen.
Das Programm ist vielfältig, wenn auch etwas unübersichtlich präsentiert. Man muss sich ewig durchscrollen, bis man das gesamte Programm durchgesehen hat. Zumindest sind die Filme nach Genres sortiert, dann aber nur alphabetisch. Am Ende bin ich aber fündig geworden. Auch Musik und Podcast gibt es reichlich. Nach dem Start werden edle Schlafshirts von Van Laak verteilt, die einen wirklich guten Eindruck hinterlassen und auch bequem zu tragen sind. Zum Servicebeginn werden richtig heiße Tücher verteilt. Das tut gut und stimmt auf das weitere Programm ein. Als zweiten Aperitif wähle ich nun den Champagner. Es gibt den 2016er Champagner Brut Millésime von Taittinger. Ein edles Tröpfchen, das ca. 65 bis 70 Euro im Einzelhandel kostet. Dazu werden Oliven und Parmesankäse gereicht. So, wir haben gerade den Champagner bekommen, der wirklich ganz herrlich perlt, schön trocken ist, leichte Frucht. Super zur Vorspeise, so ein kleines Häppchen mit Oliven und Parmesankäse. Die Pöstlin kam vorbei und hat sehr, sehr freundlich begrüßt. Hat Spaß gemacht, hat gleich Japan-Tipps ausgetauscht und die Blumen ist gut drauf. Ich glaube, es wird ein sehr schöner Prost. Zur Vorspeise habe ich das Vitello Tonato gewählt und dazu ein Natursauerteigbrot, das leider gummiartig war. Das Vitello war gut im Geschmack, aber leider etwas zu dick geschnitten. Ich durfte dann sogar noch die Burrata mit Tomatensalat kosten. Auch lecker, wenn auch etwas zu mild im Geschmack, meiner Meinung nach. Als Hauptgericht habe ich den gebratenen Halbut und Garnelen gewählt, serviert mit einem Kartoffelgratin, Spinat und Krustentiersauce. Die Portion ist reichhaltig und optisch sehr ansprechend. Natürlich bekommt man die Speisen der Business Class auf hübschem Porzellan gereicht. Als Wein habe ich dazu einmal den deutschen Riesling und den chilenischen Chardonnay probiert. Mal sehen, wie es schmeckt. So, das Hauptessen. Ich hatte ja den Fisch mit Garnelen gewählt und Krustentiersoße. Essen war sehr gelungen. Der Fisch war ein Halbut. Sehr zart, sehr schöner Geschmack. Frischer Spinat dazu hat super gepasst. Das Kartoffelgratin war so lala, das war geschmacklich ganz gut, aber es war zum Teil trocken, es war natürlich aufgewärmt und so weiter. Okay, aber nicht so toll, aber der Rest war wirklich, wirklich super. Ich habe 2 Weine dazu probiert, einmal den Riesling und den Chardonnay. Beides gute Weine. Ich persönlich tendiere aber eher zu dem Riesling, der hatte eine schöne Frische, eine richtige Frucht und war nicht so säuerlich wie der Chardonnay, erstaunlicherweise. Riesling ist ja dafür bekannt, dass es doch eine gewisse Säure hat, aber der ganz klasse. Zum Nachtisch habe ich die Käseplatte gewählt, da ich noch zumindest einen der Rotweine probieren wollte. Ich habe mich für den Gran Passione Rosso aus Venetien entschieden. Mal sehen, wie der zum Käse schmeckt. So, jetzt hatte ich auch noch den Nachtisch. Ich habe die Käseplatte gewählt mit wirklich besonderen Käsen, nicht die Standardkäse. Welche Käsesorten das sind, blende ich nochmal ein. Dazu habe ich den italienischen Rotwein gewählt, eine sehr gute Wahl. Hier blende ich auch nochmal ein, welcher das genau war und was der im Einzelhandel kostet. Sehr vollmundig, kräftig, aber nicht likörartig. Ein wirklich toller Rotwein. Sehr passend zu den Käsesorten. Ich habe auch erfahren, dass die Vanille-Tartelettes auch sehr, sehr gut waren, fruchtig und ein schönes Geschmackserlebnis. Also die Nachspeisen haben auf keinen Fall enttäuscht. Zeit für den Waschraumcheck. Auch in der Business Class fällt er eher klein aus, ist aber ansprechend beleuchtet. Es gibt auch eine Menge Amenities. Handlotionen, Mundspülungen, Feuchtigkeitssprays. Der Waschraum macht einen sauberen Eindruck. Alles okay soweit. Den Facial Mist probiere ich gleich mal aus. Und dann ziehe ich mal das Schlafshirt an. So, jetzt habe ich mich inzwischen umgezogen, es mir bequem gemacht und das Schlafshirt vom Verlag sehr weich, sehr bequem, also tolle Qualität. Es macht wirklich Spaß, das zu tragen, das ist wirklich gut. Und der 10-jährige Borgverein ist ein toller Abschluss eines Abendessens, was so mittelmäßig begonnen hat. Der Abgang war wirklich gut, die Dessert war toll, Weine absolut fein,
Wenn wir bei strahlendem Sonnenschein dahin fliegen, messe ich mal den Geräuschpegel. 75 Dezibel sind okay, aber dennoch entspricht das lauter Musik. Also daher das laute Rauschen. Nun wird es Zeit, etwas Schlaf zu finden. Ich habe den Sitz in ein Bett verwandelt und mich mit der weichen Decke zugedeckt. Fühlt sich gut auf der Haut an. Das tut sehr gut, ein heißes Tuch zum Aufstehen. Wunderbar, vielen Dank. Ich hab's. So, ich habe das Bauernbett mit Kartoffeln gewählt. Kaiserschmarrn könnte einfach trocken sein. Sehr schön. Dazu gibt es noch so Fruchtbeeren. Was können Sie von dem Brot empfehlen? Extra aufgebacken. Dann nehme ich doch gerne ein Croissant, wenn ich das will. Und noch ein von den Brötchen damit. Ja, das ist schon gut. Herzlichen Dank. Ja, gerne. Kirschen habe ich die da schon. Vielen Dank. Kirschmarmelade gibt's auch. Weil ich vorhin angemerkt habe, im Gespräch mit der Flugbegleitung mit der Purserin, dass das Brot sehr kalt war und nicht besonders toll, haben sie sich jetzt extra ins Zeug gelegt und für Frühstück alles aufgewärmt ist. So, wie war jetzt das Frühstück? Es hat mir wirklich gut geschmeckt. Das Bauernomelett war würzig, war saftig, wirklich einwandfrei. Das Joghurt mit den frischen Beeren, lecker. Gute Marmeladen, Brot war aufgewärmt, vielleicht das Croissant ein bisschen pappig, aber das ist im Flugzeug natürlich schwierig anders hinzubekommen. Das Brötchen lecker und sogar ein bisschen knusprig, also ein gelungenes Frühstück, und der Orangensaft schmeckt wirklich wie frisch gepresst, also richtig mit viel Fruchtfleisch, schöner Geschmack. Gute Geschichte, also Frühstück 1A. Kurz vor der Landung hat die freundliche Crew noch Pralinen verteilt. Sehr lecker. Zum Abschluss noch der Klingeltest. Wie schnell kommt die Crew? Tatsächlich sehr schnell. Nach 16 Sekunden war jemand bei mir. Was hat der Flug nun gekostet? Wie schon anfangs erwähnt, konnte ich ein Prämienticket ergattern. Obwohl es zunächst online keine Verfügbarkeiten zu geben schien, konnte ich mit Hilfe der Senator-Hotline doch eines für 71.000 Meilen für den Hinflug buchen. Für meine Begleitung fielen dank Senator Companion Award nur 35.500 Meilen an. Zusätzlich sind noch Gebühren in Höhe von jeweils ca. 350 € für diese Strecke angefallen. Beim Ticketpreis in Höhe von ca. 3.000 € für diese One-Way-Strecke ergibt sich ein Gegenwert von 50 € je 1.000 Meilen, bzw. 5 Cent je Meile. Das war ein super Deal. Ich weiß nicht, was euer Eindruck ist, aber mir hat dieser Flug wirklich sehr, sehr gut gefallen. Klar, es ist immer noch die alte Lufthansa Business Class. Nicht jeder hat Zugang zum Gang. Man muss über den anderen steigen. Das ist natürlich nicht so dolle. Aber gut, das weiß man ja vorher. Früher oder später wird das hoffentlich beseitigt sein. Dennoch würde ich sagen, dass es ein guter bis sehr guter Flug war. Sitz einwandfrei, Entertainment gut, der Bildschirm könnte hochauflösender sein. Er ist zumindest ein Touchscreen, also er reagiert sehr, sehr schnell. Das hat mir gut gefallen. Das Programm ist umfangreich, wie eigentlich immer bei Lufthansa. Auch neuere Kinofilme waren dabei. Das hat mir gut gefallen. Sound mit den Kopfhörern war auch gut. Die Crew war äußerst freundlich und zuvorkommend, also das ist ja auch sehr, sehr, sehr wichtig. Das Essen war geschmacklich prima. Vorspeisen, hatte ich gesagt, war nicht so toll. Hauptgericht sehr fein. Weine haben gut gepasst. Champagner, 2 Gläser bekommen. Das war wunderbar und hat wirklich gut gemacht. Schade ist, dass dieser Flug eine halbe Stunde verspätet ist. Ist jetzt für mich nicht so dramatisch, weil ich jetzt keinen Termin habe, zu dem ich eilen muss. Aber diese Flugstrecke hat nur eine Pünktlichkeitsquote von 58%. Also irgendwie scheint es schwierig zu sein, da den Zeitplan einzuhalten.
Falls euch dieser Flight Report gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Es werden weiterhin sehr spannende Sachen kommen. Jetzt gerade Richtung Jahresende sind noch ein paar Highlights dabei, auf die ihr euch freuen könnt. Über Thumbs Up freue ich mich natürlich auch immer. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr mir einen Kaffee ausgeben bei mir Coffee oder einen Super Thanks geben. Oder ihr werdet sogar Mitglied auf meinem Kanal und erhaltet dazu noch weitere Privilegien. Also, seid herzlich gegrüßt vom